Hallo Freunde, ich freue mich, euch wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute werde ich mit euch eine weitere Handelsstrategie teilen. Außerdem erinnere ich euch daran, dass wenn ihr an meiner geschlossenen Gruppe mit Handelssignalen teilnehmen wollt, dann schreibt mir das Codewort Signale beim Telegram. Der Link ist in der Beschreibung zu finden. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Likes zu setzen und Kommentar zu schreiben. Los geht's! Heute werden wir mit OTC-Charts handeln. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, sind OTC-Kurse außerbörsliche Kurse. Sie eignen sich nicht für die Fundamentalanalyse, aber die technische Analyse ist auf sie anwendbar. Und auch die Verwendung von Indikatoren ist durchaus akzeptabel. Heute werden wir also mit Hilfe des Bollinger Band Indikators handeln, nach funktionierenden Momenten auf dem Markt suchen und versuchen, Geld zu verdienen. Ich werde euch daran erinnern, wie dieser Indikator funktioniert. Wie ihr sehen könnt, hat er obere und untere Grenzen sowie eine gleitende Durchschnittslinie. Der Indikator wird gebildet, indem man den Bereich der Preisbewegung bestimmt. Bei der Bildung eines Abwärtstrends beispielsweise dient der gleitende Durchschnitt als Widerstandslinie, von der der Kurs abgestoßen wird und sich nach unten bewegt. In einem Aufwärtstrend bewegt sich der Kurs hauptsächlich im oberen Bereich des Indikators und die gleitende Durchschnittslinie dient als Unterstützungslinie, von der der Kurs abprallt und sich nach oben bewegt. Auch bei der Bildung kann der Kurs von der oberen und der unteren Begrenzung des Indikators abprallen. Das heißt, der Indikator hilft, den Bereich der Preisbewegung zu bestimmen und wir können die ungefähren Grenzen seiner Bildung sehen. So können wir visuell seine weiteren Absichten bestimmen und die weitere Preisbewegung vorhersagen. Aber gleichzeitig sollten wir natürlich auch die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie alle möglichen Zahlen der technischen Analyse nicht vergessen. Heute werden wir mit Hilfe der technischen Analyse handeln, wie ich schon gesagt habe, und wir werden auf die Indikatorgrenzen achten, die uns helfen werden, die weitere Kursbewegung vorherzusagen. Schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Ich denke, dass wir beim heutigen Handel auf verschiedene Situationen treffen werden und ihr werdet sehen können, wie ich mit diesem Indikator arbeite. Vielleicht gefällt euch auch diese Art des Handels und ihr könnt mit Hilfe dieses Indikators handeln. Fangen wir also an und betrachten wir die erste Situation auf dem Markt. Hier an der Spitze haben wir ein gewisses Widerstandsniveau. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass der Kurs sich nach oben bewegt und dieses Niveau überschritten hat. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass der Kurs über die obere Grenze des Indikators hinausgegangen ist und in diesem Fall bleibt der Kurs stehen. Die Kerzen werden kleiner und in dieser Situation schlage ich vor, einen einminütigen Abwärtshandel zu eröffnen. Ich denke, dass es in naher Zukunft eine Reaktion von der oberen Grenze des Indikators geben wird. Der Preis wird in die Korrekturzone kommen. Es wird zumindest einen kleinen Pullback nach unten geben und bei dieser kleinen Korrekturbewegung werden wir versuchen, jetzt Geld zu verdienen. Das war großartig, Freunde. Wie ihr sehen könnt, hat der Preis wirklich die Korrekturzone erreicht. Es gab einen Pullback und eine Minute war in dieser Situation völlig ausreichend. Nur, das war kein schlechter Start. Machen wir weiter und suchen wir die nächste Position. Hier können wir sehen, dass es einen guten, sicheren Abwärtstrend gibt. Außerdem bewegt sich der Kurs hauptsächlich im unteren Bereich des Indikators und in dieser Situation schlage ich vor, einen Abwärtshandel mit einer Marge von 3 Minuten zu eröffnen. Es ist wahrscheinlicher, dass sich der Kurs weiter abwärts bewegt und 3 Minuten haben wir uns auch Zeit gelassen mit einer Reserve für den Fall, dass es einen Pullback nach oben gibt, denn wie ihr wisst, bewegt sich der Kurs in einem Abwärtstrend so wellenförmig. Das heißt, das allgemeine Kurspotenzial geht nach unten, aber während dieser allgemeinen Abwärtsbewegung kann es auch zu Aufwärtsbewegungen kommen. Für all diese Bewegungen nehmen wir uns Zeit mit einer Reserve von 3 Minuten. Warten wir also auf das Ergebnis. Nun, das war großartig, Leute. Wie ihr seht, hat der Kurs seine Abwärtsbewegung fortgesetzt und wir haben einen Gewinn erzielt. Wie man sieht, hat uns der Indikator geholfen, die ungefähre Preisspanne zu bestimmen und dann bewegte sich der Kurs weiter in dieser Preisspanne. Und diese Information hat uns geholfen, eine weitere Entscheidung über die Eröffnung eines Geschäfts zu treffen. Fahren wir fort und betrachten wir die folgende Situation auf dem Markt. So, hier sehen wir also, dass es im Moment eine Abwärtsbewegung gibt. Gleichzeitig sinken auch die Haupthochs der Kurse und in einer solchen Situation schlage ich ebenfalls vor, einen Abwärtshandel zu eröffnen. Dann sehen wir, dass der Kurs sich der oberen Grenze des Indikators nähert, sich von ihr entfernt und sich nach unten bewegt. Und auf diese Weise hilft uns der Indikator, den Preiskorrektor zu bestimmen, indem sich der Preis dann bewegt. Im Moment können wir sehen, dass sich weiterhin rote Kerzen bilden und ich hoffe, dass sich der Preis weiterhin in diesem Preiskorridor nach unten bewegen wird. Also warten wir das Ergebnis ab.
Ziemlich gut. Wie man sieht, bewegt sich der Preis weiter nach unten und wir machen hier einen Gewinn. Diese Situationen funktionieren sehr gut, würde ich sagen, und der Indikator hilft uns perfekt dabei. Schauen wir uns die folgende Situation auf dem Markt an. Hier können wir sehen, dass es im Moment einen guten, sicheren Aufwärtstrend gibt und der Kurs bewegt sich hauptsächlich im oberen Teil des Indikators. In einer solchen Situation schlage ich vor, einen Aufwärtshandel für 3 Minuten zu eröffnen. Es ist wahrscheinlicher, dass der Kurs den Aufwärtstrend fortsetzt, denn bis zum Hauptwiderstand ist noch viel Platz. Er liegt viel höher, aber ich hoffe, dass wir Zeit haben werden, an dieser Aufwärtsbewegung zu arbeiten. Also warten wir das Ergebnis ab. Nicht schlecht. Wie ihr seht, bewegte sich der Kurs nach einer kurzen horizontalen Trendlinie weiter nach oben und wir machten einen Gewinn. Wir haben es geschafft, wieder Geld mit dem Aufwärtstrend zu verdienen und gleichzeitig hilft uns der Indikator, die ungefähren Grenzen von Kursrückschlägen zu erkennen. Und diese Information hilft uns wiederum bei der Wahl des optimalen Zeitpunkts, um ein Geschäft im Aufwärtstrend zu eröffnen. Das wiederum hilft uns, einen höheren Prozentsatz an profitablen Geschäften zu erzielen. Und so, ja, fahren wir fort. Auch hier ist ein Abwärtstrend zu erkennen. Die Haupthöchststände des Kurses werden immer niedriger und im Moment hat sich der Kurs von der oberen Begrenzung entfernt. Er bewegt sich auch abwärts. Eröffnen wir hier einen 3-minütigen Abwärtshandel. Ich denke, dass sich der Abwärtstrend in naher Zukunft fortsetzen wird und wir nehmen uns ebenfalls 3 Minuten Zeit, wobei wir einen möglichen Pullback nach oben auch berücksichtigen. Denn wie ihr wisst, bewegt sich der Preis wellenförmig. Auch in einem allgemeinen Abwärtstrend bewegt sich der Kurs manchmal nach oben. Gerade in diesem Moment sehen wir, dass sich eine grüne Kerze bildet und in Anbetracht all dieser Bewegungen sollten wir uns Zeit lassen und uns zurückhalten. Warten wir also auf das Ergebnis. Na gut, Freunde, wie ihr sehen könnt, hat sich der Kurs von der oberen Begrenzung des Indikators entfernt und die Abwärtsbewegung im Abwärtstrend fortgesetzt. Hier bekommen wir ein schönes, solides Plus. Der Indikator hat uns erneut geholfen, den ungefähren Bereich der Kursbewegung zu bestimmen. Ja, machen wir weiter und eröffnen wir den nächsten Handel. Hier können wir also sehen, dass derzeit ein Abwärtstrend zu beobachten ist. Auch die wichtigsten Preishöchststände werden immer niedriger und gerade in diesem Moment bilden sich grüne Kerzen. Der Kurs nähert sich der oberen Begrenzung unseres Indikators. In dieser Situation schlage ich vor, ebenfalls einen Abwärtshandel für 3 Minuten zu eröffnen. Es ist wahrscheinlich, dass es in naher Zukunft auch eine Reaktion auf die obere Grenze des Indikators geben wird und der Preis wird sich von dieser Grenze entfernen und sich nach unten bewegen. Hoffentlich können wir aus dem Abwärtstrend Kapital auch schlagen. Ich denke, dass dieses Mal 3 Minuten für uns völlig ausreichend werden. Warten wir also ja auf das Ergebnis. Ja, schön, wie man sieht, bewegt sich der Preis wirklich weiter nach unten und wir machen einen Gewinn. Wie man sieht, hilft uns dieser Indikator sehr gut bei der Analyse des Marktes. So ja, ich habe bereits $6.000 auf meinem Konto und ich schlage vor, hier zu beenden, den Gewinn zu fixieren und den Markt zu verlassen. Wie man sieht, haben sich alle Marktsituationen ganz gut gezeigt. Mit dem richtigen Ansatz und einem bestimmten Wissen funktioniert diese Strategie perfekt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr nützliche Infos für euch selbst erhaltet. Zumindest wisst ihr jetzt, wie man den Bollinger Bands Indikator verwendet. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Indikator auf dem Markt zu verwenden und ich habe diejenige gezeigt, die mir am besten gefällt. Vielleicht ist diese Methode auch für euch geeignet und ihr werdet mit dieser Strategie auch gutes Geld verdienen können. Versucht, diese Indikatoren selbst zu verbinden, sucht nach ähnlichen Situationen auf dem Markt, handelt und trainiert so viel wie möglich, sammelt eure eigenen Erfahrungen und mit der Zeit werdet ihr bestimmt Erfolg haben. Weitere Handelssignale und Handelsstrategien sind in meinem Telegram-Kanal zu finden. Schreibt mir das Codewort Signale bei Telegram und ich füge euch hinzu. Und ich werde hier mich verabschieden. Ich danke euch alle für Aufmerksamkeit. Abonniert meinen Kanal, gebt diesem Video Daumen nach oben, habt einen guten Handel. Tschüss!